Hallo, mein Name ist Lydia Stötzer und ich arbeite als Guide für die Gedenkstätte Sachsenhausen. Wir stehen hier im Bereich des Krankenreviers, im Bereich des ehemaligen Häftlingslagers. Das Krankenrevier wurde in der Zeit des Konzentrationslagers stetig erweitert. Zum Schluss umfasste es mehr als 6 Gebäude, fast 800 Betten und über 2000 Patienten. Seine größte Ausdehnung erreichte das Krankenrevier Anfang 1945, als mehrere Baracken im sogenannten Kleinlager angeschlossen worden sind. Dass es im Konzentrationslager eine Krankenstation gab, bedeutete aber nicht, dass jeder an den Arbeits- und Lebensbedingungen im Lager erkrankte Häftling medizinisch versorgt wurde. Wenn die Zahl der Krankmeldungen aus Sicht der SS zu hoch war, führten sie eine Vorauswahl durch. Abgelehnte Häftlinge wurden auch extra dafür bestraft, dass sie sich krank gemeldet hatten. Manche Häftlinge waren sogar grundsätzlich von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen. Die im Krankenrevier aufgenommenen Häftlinge trafen hier auf sehr unterschiedliche Bedingungen. Die Revierbaracken 1 und 2 beispielsweise, die heute noch erhalten sind, waren relativ gut ausgestattet, während in den anderen Baracken die Zustände katastrophal waren. Dort mussten sich 2 oder mehr Patienten ein Bett teilen und es fehlte an nötiger medizinischer Ausstattung. Von Besuchern werde ich oft gefragt, warum es in einem Konzentrationslager überhaupt ein Krankenrevier gab. Die SS verfolgte damit zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Zielsetzungen. Zunächst ging es ihnen um eine medizinische Minimalversorgung, vor allen Dingen auch um die tatsächlichen Zustände im Lager zu verschleiern. Mit Beginn des Krieges spielte aber auch die Prävention von Seuchen zunehmend eine Rolle, vor allen Dingen um die SS-Angehörigen vor einer Ansteckung zu schützen. 1942, nachdem die sogenannte Blitzkriegsstrategie gescheitert war, ordnete der Reichsführer SS Heinrich Himmler den verstärkten Einsatz von KZ-Häftlingen als Arbeitskräfte in der deutschen Kriegswirtschaft an. Diesem Ziel stand aber die hohe Sterblichkeit an den Konzentrationslagern gegenüber, weshalb er befahl, die medizinische Versorgung zu verbessern. Diejenigen Häftlinge allerdings, deren Gesundheitszustand trotz der etwas verbesserten medizinischen Versorgung ab diesem Zeitpunkt trotzdem keinen Einsatz in der Kriegswirtschaft erlaubte, wurden selektiert, gezielt vernachlässigt, in andere Lager deportiert oder auch hier direkt vor Ort getötet. Wir stehen jetzt hier in der Revierbaracke 2 in der Ausstellung zum Krankenrevier vor der Ausstellungstafel zum ehemaligen Häftling Walter Timm. Auf der Ausstellungstafel sehen wir 2 von ihm angefertigte Zeichnungen, auf denen man die Arbeit der Häftlingsärzte ganz schön sehen kann. Auf beiden Zeichnungen sieht man jeweils eine Person mit einem Arztkittel und darunter der gestreiften Häftlingsuniform. Die medizinische Versorgung im Krankenrevier wurde in erster Linie von den Häftlingspflegern und von den Häftlingsärzten durchgeführt. Bis 1942 durften auf Befehl der SS im Krankenrevier nur Häftlinge arbeiten, die keine ärztliche Ausbildung hatten. Manche hatten eine Sanitäterausbildung, andere waren medizinische Laien. Trotzdem mussten sie teilweise schwere Eingriffe selbst durchführen. Erst ab 1942 war es den im Lager inhaftierten Ärzten erlaubt, im Krankenrevier zu praktizieren. Im Zusammenhang mit der neuen Zielsetzung, die medizinische Versorgung zu verbessern, um mehr Häftlinge als Arbeitskräfte in der Kriegswirtschaft einzusetzen. Die Häftlingsärzte befanden sich in einer sehr schwierigen Situation. Sie bewegten sich auf einer Gratwanderung zwischen den Befehlen der SS, den Bedürfnissen ihrer Patienten und ihren eigenen Überlebensinteressen. Sie gehörten zur privilegierten Schicht der sogenannten Funktionshäftlinge, hatten also beispielsweise etwas mehr Essen, etwas bessere Kleidung und damit auch ein Interesse daran, diese Position zu behalten. Im Vergleich zu den anderen Funktionshäftlingen waren sie aber bei den anderen Häftlingen höher angesehen. Als Ärzte wurden höhere moralische Anforderungen an sie gestellt. Bei ihrer ärztlichen Tätigkeit waren sie mit dem Dilemma konfrontiert, dass sie durch die Befehle der SS und durch die Bedingungen im Krankenrevier gezwungen waren, gegen Grundsätze der ärztlichen Ethik zu verstoßen, wie beispielsweise das Prinzip, dass das ärztliche Wirken nur zum Nutzen der Patienten gereichen sollte, aber vor allem nicht zu deren Schaden. Die Häftlingsärzte mussten im Krankenrevier aber über die Verteilung der knappen Ressourcen entscheiden. Und die Entscheidung darüber, ob ein Patient ein nötiges Medikament
Therapieverfahren, Krankenbett oder eine extra Essensration bekommen durfte, bedeutet auch immer die Entscheidung gegen einen anderen Patienten. Also einem anderen Patienten blieb diese Versorgung verwehrt.